Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute mit einem Stargast, den ihr wahrscheinlich schon mal gesehen habt. Patrick Breyer von der Piratenpartei. Er sitzt für die Piraten im Europaparlament und möchte uns heute mit einem wichtigen Thema bereichern, nämlich dem AI Act, beziehungsweise den kurzfristig geplanten Änderungen dazu. Hi. Moin und vielen Dank für die nette Begrüßung. Ja, vielen Dank, dass du da bist und die Zeit dir dafür nehmen kannst. Klar. Wir wollen heute über den AI Act reden. Das ist ja ein Act, der beschlossen wird wegen diesen ganzen KI-Neuerungen. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz so zusammenfassen, was könnte oder sollte darin besprochen werden, beziehungsweise was wird darin gerade besprochen? Ja, die sogenannte künstliche Intelligenz ist ja so ein Buzzword. Ja, Sie ist eigentlich nicht sehr intelligent, sondern besteht eher aus ziemlich dummen Algorithmen. Die Idee ist nämlich, und das hat mit Intelligenz eigentlich gar nichts zu tun, maschinelles Lernen. Das heißt, dadurch, dass man einem Algorithmus immer wieder trainiert, soll mit der Zeit die Treffgenauigkeit steigen und soll besser werden. Jetzt ganz bekannt ist ja jetzt dieses Chat-GPT, wo man jetzt quasi komplette Texte erzeugen lassen kann, die dann teilweise auch völlig falsch sind, überhaupt ja, nicht stimmen. Aber KI kann natürlich auch zur Massenüberwachung eingesetzt werden und wird das auch. Vor allem in China zum Beispiel verwendet die Polizei solche Technologie, um Uiguren, also eine religiöse Minderheit, zu verhören. Und dann soll die Technik sagen, ob sie die Wahrheit sagen oder nicht. So eine Art moderner Lügendetektor ist natürlich völliger Humbug und Unterdrückungsinstrument. Aber auch bei Polizeikontrollen kommt das wohl zum Einsatz, um den Gefühlsstatus, also ob jemand aufgewühlt, nervös ist und so weiter, um sowas zu analysieren und anzuzeigen. Auch das sehr gefährlich und natürlich grob fehleranfällig. In Russland wurde Gesichtserkennung zum Beispiel genutzt, um Antikriegsprotester festzusetzen und gegen sie vorzugehen, aber auch Leute, die sich der Einziehung für den Ukraine-Krieg entkommen wollten, die werden aufgespielt mit solchen Technologien. Ja, und aus dem Iran hörte man sogar, diese KI soll eingesetzt werden, um Frauen, die ihr Kopftuch nicht richtig tragen, quasi automatisiert der Polizei zu melden. Leider endet die Liste da nicht bei diesen autoritären Staaten, sondern Frankreich hat jetzt, also unser Nachbarland Frankreich hat jetzt beschlossen, aus Anlass der Olympischen Spiele nächstes Jahr dort soll da breitflächig getestet werden, eine Verhaltensüberwachung, also automatische Meldung an die Polizei, wenn jemand sich auffällig verhält. Und all das wird in diesem geplanten Gesetz geregelt. Es gibt einige Techniken, die als unethisch komplett verboten werden. Da liegen natürlich Parlament und Mitgliedstaaten völlig auseinander, welche das sein sollten. Dann gibt es Technologien, die als Hochrisikotechnologien eingeschätzt werden und wo dann eben starke Anforderungen gemacht werden an die Qualität der Daten, dürfen nicht diskriminieren, Transparenz und so weiter. Und Technologien, an die nur geringe, niedrigere Anforderungen angelegt werden. Das so ungefähr ist in diesem Gesetzentwurf vorgesehen. Im Moment ist wow. der Stand, dass Parlament und die EU-Regierung, das sind ja die beiden Gesetzgebungskammern, Ja. gerade erstmal untereinander zu einer Ausgangsposition, zu einer Verhandlungsposition zu kommen versuchen. Das Parlament stimmt sogar in 2 Wochen darüber ab, über seine Position. Und auf der Grundlage werden dann beide miteinander verhandeln. Wow, okay, das ist einiges, weil man denkt ja immer, okay, in anderen Ländern, in China, wir wissen einiges über China, wir wissen, dass sie ein Social Scoring System haben, was bei uns hoffentlich niemals passieren wird. Aber dass dann Frankreich tatsächlich sowas durchführt, ist, glaube ich, schon ein Warnsignal. Du hast gesagt, sie wollen nach auffälligem Verhalten suchen. Wie genau ist das auffällige Verhalten definiert? Also was heißt auffällig? Dass ich, keine Ahnung, mal auf die Börse von meinem Sitznachbarn linse oder wie ist das definiert? In dem französischen Gesetz ist es tatsächlich gar nicht definiert, außer dass es eben dem Schutz der öffentlichen Sicherheit dienen soll. Ich Ah, habe mit französischen Kollegen aus der Botschaft darüber gesprochen. Die haben sich nämlich sehr geärgert, dass wir das öffentlich angeprangert haben und gesagt haben, das ist ein Präzedenzfall. Dadurch wird Frankreich zum
europäischen Führer in Sachen biometrischer Massenüberwachung. Und daraufhin haben sie dann doch mal ein Gespräch angeboten. Und die haben halt erklärt, es geht zum Beispiel darum, wenn Fluchtwege versperrt sind, wenn große Menschenmengen sich in eine Richtung bewegen, da ist es bei uns natürlich schon zu Unglücken gekommen, das stimmt. Auch wenn jemand angegriffen wird oder verletzt wird, soll das automatisiert gemeldet werden. Und die sagen halt, die haben das Problem, sie haben so viele Kameras, dass ein Mensch, der da ständig drauf gucken soll, da irgendwie gar nicht mehr zu in der Lage ist. Das heißt, letzten Endes soll auch irgendwo Personal ersetzt werden auf die Art und Weise. Das Problem ist nur, die Systeme sind extrem fehleranfällig. Zum einen melden sie Vorfälle nicht, die man eigentlich gerne wüsste, und zum anderen werden halt unzählige Personen gemeldet, die gar nichts Falsches machen. Nur weil sie irgendwie sich irgendwie ähnlich verhalten, wie diese Technologie danach suchen möchte. Zum Beispiel bei einem Pilotversuch in Deutschland wurde halt jemand gemeldet, der am Bahnhof eine andere Person geküsst hat zum Abschied, weil das halt irgendwie ein Zeichen für Gewalt wäre, wenn man jemandem zu nahe kommt, ja. Und das ist natürlich Okay. Wahnsinn. Überhaupt die Idee, dafür der Polizei gemeldet zu werden, dass man was anders macht als alle anderen. Dass man einfach in die andere Richtung läuft oder einfach stillsteht. Sowas kann auch als Meldeereignis definiert werden. Dass man ein Gepäckstück abstellt, dass man sich schnell bewegt, dass man singt, irgendwie sich auffällig verhält. Letzten Endes bedeutet ja diese Technik, die einzige Möglichkeit, sich davor zu schützen, gemeldet zu werden, ist, wenn ich mich unauffällig verhalte. Und das Quasi wie schafft alle natürlich anderen. so eine Duckmäusergesellschaft, wie man sie in China sicherlich haben will, aber bei uns ja gerade nicht. Wir Ja. wollen ja Vielfalt, wir wollen ja Protest und Widerspruch. Und allein dieses Gefühl schon, ich kann gemeldet werden, wenn ich irgendwie auffalle, das ist also unglaublich. Das erinnert an dunkle Zeiten in unserer Vergangenheit, die nie wieder Einzug halten dürfen. Ja, also gerade auch, wenn man sowas weiß, dann macht das natürlich was, wenn man nichts Böses geplant hat, dann versucht man irgendwie sich möglichst so zu verhalten wie alle anderen auch und nicht aufzufallen, weil man Angst davor hat. Aber auf der anderen Seite ist es ja genauso problematisch, wenn jemand wirklich was Bösartiges vorhat. Wenn er zum Beispiel ein Gepäckstück stehen lassen möchte, dann kann er das ja immer noch machen. Er muss sich halt nur unauffällig und so wie alle anderen verhalten dabei. Genau, also das ist zu umgehen, diese Systeme, die sind sicherlich für Kriminelle nicht die große Gefahr. Im Übrigen auch hat es schon Pilotversuche gegeben von diesen Technologien, und auf Nachfrage hat man mir auch nicht einen Fall nennen können, wo da wirklich nennenswert irgendein Unglück verhindert oder irgendein Straftäter damit gefasst worden wäre. Auch Hm. die französische Presse hat damals recherchiert und die Pilotversuche ausgewertet, und da sind überhaupt keine nennenswerten Erfolge verzeichnet worden. Übrigens, leider beschränkt sich das Thema nicht nur auf Frankreich, sondern diese Woche wurde bekannt, dass auch die Hamburger Polizei plant, diese Verhaltensüberwachung dort vor Ort einzusetzen. Und zwar auf Plätzen, wo wohl Obdachlose sich aufhalten. Das heißt, ganz gezielt gegen eine Minderheit soll das in Stellung gebracht werden. Videoüberwachung gibt es da wohl schon, und jetzt soll die automatisierte Auswertung kommen, weil man keine Lust oder Kapazitäten mehr bereitstellen wollte, um das selbst zu betrachten. Und das ist natürlich hochgefährlich, dass das jetzt Einzug hält in Europa, eine Technologie, ja, die eine Gefahr ist für unsere Freiheit, die übrigens auch diskriminiert. Denn wenn jemand gemeldet wird für auffälliges Verhalten und die Polizei stellt fest, ja, also da ist jetzt nichts besonders Auffälliges, aber der gehört ja so zu unserer üblichen Klientel, oder die sieht so aus, wie wenn sie eine Kontrolle mal gebrauchen könnte, wie ein ehemaliger Innenminister mal gesagt hat. Da wird natürlich dann wieder nach Erfahrungswissen gegangen, das oftmals diskriminierend ist. Und das bedeutet, dass Personen von solchen Minderheiten, auch ethnische Minderheiten oder aus dem Ausland, nicht Migranten und so weiter, dass die natürlich sehr viel häufiger aus so einem Anlass dann auch wirklich kontrolliert werden als andere Menschen. Also auch eine diskriminierende Wirkung, die sich gegen Minderheiten richtet. Ja, verstehe. Das ist hochgradig gefährlich. Und ja, deswegen eigentlich gut, dass es den AI Act gibt. Da wird ja, also sowas ist ja bei den verbotenen Technologien dann zumindest teilweise erwähnt. Ja, es ist jetzt so, es wird darüber gestritten, was eigentlich verboten werden soll. Ja? Ja, Die EU-Kommission in ihrem Vorschlag, die macht die Gesetzentwürfe, wie die bei uns die Bundesregierung. Die hat quasi
nur ein paar Sachen in den Verbotskatalog rein geschrieben, die eigentlich technisch gar nicht realisierbar sind. Und dann hat sie noch Gesichtserkennung reingeschrieben, aber mit Ausnahmen, die so weit sind, dass sie eigentlich diese gefährliche Gesichtserkennung eher legitimieren würden, als sie verbieten würden. Da sagen sie zum Beispiel mit richterlichem Beschluss, wenn nach einem Straftäter gesucht wird. Aber das Problem ist, ständig sind Straftäter zur Fahndung ausgeschrieben. Und da nützt der richterliche Beschluss gar nichts, weil ständig Gerichte anordnen würden, im Zusammenhang mit einem Haftbefehl, dass dann eben auch Gesichtserkennung eingesetzt wird. Und letzten Endes würden an allen Kameras ständig nach wechselnden Leuten gesucht werden. Also das würde gar nichts am Prinzip biometrische Massenüberwachung ändern. Oder eine Ausnahmeklausel, nationale Gesetze dürften es auch in zusätzlichen Fällen noch erlauben. Also letzten Endes hat es mit Verbot gar nichts zu tun, was die EU-Kommission hier vorschlägt. Das heißt, man Deswegen, überlässt den Ländern sozusagen die Freiheit zu sagen, ja, aber wir wollen das trotzdem, wir machen es trotzdem. Es ist eher so genau. ein, also, Bisher ohne dieses KI-Gesetz ist es natürlich auch so, dass die Mitgliedstaaten erstmal Gesetze machen können, ja, aber die Gerichte überprüfen das und überprüfen die Verhältnismäßigkeit. In Frankreich zum Beispiel das Gesetz, über das wir uns unterhalten haben, ist vom französischen Verfassungsgerichtshof überprüft und leider nicht beanstandet worden. Das würde vielleicht unser Bundesverfassungsgericht hoffentlich anders sehen und hoffentlich auch der Europäische Gerichtshof. Aber so ein KI-Gesetz, was diese Möglichkeit ausdrücklich vorsieht, dient ja eigentlich als Ermunterung. Und wir hören jetzt schon aus Serbien zum Beispiel, einem Beitrittsland, sie nutzen diesen Vorschlag eines KI-Gesetzes, um zu sagen, ja, wir machen das ja nur mit richterlichem Beschluss und so weiter, genauso wie es die EU auch zulassen will. Und das verwenden die als Argument, um das dann tatsächlich einzuführen. Dieses KI-Gesetz soll ja nicht darüber entscheiden, sondern die Tür öffnen dafür. Und die machen das dann auch wirklich und können dann künftig auf die EU verweisen. Ihr setzt ja selber Gesichtserkennung ein. Und was sind die Gefahren an der Gesichtserkennung? Zum einen natürlich die Ungenauigkeit. Das heißt, am Berliner Bahnhof Südkreuz ist das ja mal getestet worden von der Bundespolizei. Und man hat da beeindruckende Genauigkeitsquoten von 99% produziert. Aber die Wahrheit ist, man sucht ja nur nach wenigen Personen. Und wenn da stündlich Tausende durchlaufen durch so eine Kamera, dann führen halt auch schon zahlenmäßig kleine Fehlerkennungsquoten dazu, dass letzten Endes viel häufiger die falschen Leute gemeldet werden als wirklich gesuchte Personen. Und man hat bei ausgerechnet, 99,9, ja. auf der Grundlage dieser Genauigkeit, die man da ermittelt hat, würden 99 Personen zu Unrecht gemeldet und bezichtigt werden, bevor wirklich eine tatsächlich gesuchte Person gefunden wird. Das heißt, massenweise Kontrollen auf Grundlage von Falschverdächtigungen wegen Personen, denen man vielleicht ähnlich sieht. Und zum Teil vielleicht auch gar keine Kontrolle, denn man kann die Systeme auch so konfigurieren, dass sie ein Bewegungsprofil erstellen. Also man kriegt gar nichts davon mit, weil man nicht angehalten wird, sondern das System erfasst einfach, wo bewegen sich Personen hin. Niemand weiß, ob er irgendwo zur Beobachtung ausgeschrieben ist, gerade Personen, die politische Aktivisten, die in bestimmten Kreisen Da gibt unterwegs es sind, keine vom öffentliche. Verfassungsschutz beobachtet werden. Deswegen hat das einen extrem abschreckenden Effekt. Diskriminierung kommt hinzu, denn viele Systeme, ist rausgefunden worden, funktionieren besonders schlecht, sind besonders fehleranfällig bei Personen mit dunkler Hautfarbe zum Beispiel, aber auch älteren Personen, weil die wahrscheinlich in dem Trainingsmaterial nicht ausreichend mit dabei gewesen sind. Ja. Ja, und allgemein, wenn man es auf die Gesellschaft überträgt und überlegt, welche Wirkung hat das eigentlich, so ein System, Gesichtserkennung an jeder Straßenecke, es bedeutet ja eigentlich, man kann jederzeit nachverfolgt werden, man kann jederzeit gefunden, lokalisiert werden, auch ganz ohne Handy und Smartphone. Man kann jederzeit feststellen, wer mit mir wo gewesen ist. Also das ist ein Überwachungssystem, was quasi das aus dem Netz bekannte Maß der Massenüberwachung auch offline einführt und quasi eine Person zum wandelnden Barcode wird. Das können wir nicht wollen. Und vor allem, ich habe mal vor einer Weile einen Artikel gelesen, dass man eigentlich gar nicht das Gesicht braucht, sondern gerade in China wird ja eingesetzt, dass man anhand des Bewegungsmusters auch noch erkannt wird. Das heißt, man hat dann mehrere Komponenten, die ja eigentlich relativ, naja, nicht zuverlässig, nicht fehlerfrei, aber dann doch mit genügend Fehler oder
genügend geringem Fehler dann eigentlich auch eine Auskunft darüber geben können, wo ich mich befinde. Ja, Ähm, im Europäischen Parlament kämpfen wir für ein Verbot und die federführenden Ausschüsse haben das auch tatsächlich empfohlen vor wenigen Tagen, haben dafür gestimmt in einer nicht ganz unumstrittenen Entscheidung und es ist auch offen, wie die Abstimmung im Plenum, also unter allen Abgeordneten ausgeht, okay, weil die Fraktionen da auch innerhalb der einzelnen Parteien es unterschiedliche Meinungen gibt. Frankreich okay. ist wie gesagt sehr dafür, aber auch Schweden, wo ja die EU-Kommissarin herkommt. Und deswegen wird das eine sehr knappe Abstimmung zu dem Thema Gesichtserkennung. Über die Verhaltensüberwachung wird separat abgestimmt werden und vielleicht eventuell auch zu anderen Themen. Die EU-Regierung sieht natürlich völlig dagegen, dass sie irgendwie beschränkt werden. Und Natürlich. das wird viel Druck fordern und ja, wirklich Mut auch, ihnen da eine Selbstbeschränkung abzuverlangen und unethische Massenüberwachung auch verbieten zu können. Wir werden Ja. schauen, wie viel wir da tun können. Wir machen Druck. Das Verbot, was wir jetzt erstmal auf dem Tisch liegen haben, was wir jetzt erstmal formuliert haben, das ist nicht nur auf Gesicht beschränkt. Ich habe jetzt Gesichtserkennung genannt, aber da steht allgemein drin, ähm, Systeme zur biometrischen Identifizierung im öffentlichen Raum. Und da fällt natürlich in der Tat auch dann drunter, wenn du die Bewegung. Iris nutzt, wenn du den andere Körperbewegungen nutzt, also jegliche biometrische Daten zur Identifizierung von Personen im öffentlichen Raum, würden unter dieses Verbot fallen. Es stimmt, dass die Technologie genauer wird, aber wie gesagt, selbst scheinbar kleine Fehlerquoten in der Praxis wirken sich so aus, dass vielfach häufiger völlig unschuldige Personen da falsch verdächtigt werden, Ja. als bis man jemals jemanden findet. Und auch hier ist es ja so, dort, wo das zum Einsatz kommt, USA zum Beispiel teilweise, ist ja auch nie ein Fall genannt worden, dass da irgendwie ein Terrorist gefunden und gestoppt worden wäre. Ja? Gibt ja gar keinen durchschlagenden Erfolg, der das legitimieren würde. Stattdessen unzählige Meldungen von Personen, die zu Unrecht festgenommen, sogar inhaftiert worden sind, ins Gefängnis gebracht worden sind. Ähm, also es ist letzten Endes eher eine Gefahr für uns, als dass es irgendwie einen Nutzen bringen Ja. könnte. Ja, wenn man dann tatsächlich auch hergehen würde und sagt, okay, wir glauben jetzt der KI, wir verfolgen diese Person jetzt und das ist dann halt unser Kandidat. Ähm, Ich war vor kurzem in Japan, da sind in einem Bahnhof 3 Millionen Menschen am Tag Fahrgast. Bei 3 Millionen Menschen und einer Fehlerquote von 0,01% haben wir immer noch mehrere tausend Verdächtige dann an einem Tag. Das kann nicht gewollt sein. Und deswegen seid ihr quasi dran, dass es ein Verbot insgesamt geben soll, wenn ich das richtig verstanden habe, von Genau, biometrischen das wollen wir Überwachungs... verbieten, weil das eine verdachtslose Kontrolle aller Bürger ist, wie sie Mhm. sonst ja auch nicht zulässig wäre. Man kann ja nicht beliebige Menschen kontrollieren, man hätte auch gar nicht die Kapazitäten dafür. Und die Technik macht es halt jetzt möglich, erstmals lückenlos alle zu kontrollieren, ihre Identität zu erfassen, aber auch ihr Verhalten zu beobachten automatisiert. Es gibt noch weitere Spielarten. Es gibt die Gefühlserkennung, die ich ansprach in Ja, China. Es gibt die sogenannte biometrische Kategorisierung. Das heißt, anhand biometrischer Daten kannst du ungefähr das Alter einer Person feststellen, ihr Geschlecht. Du kannst auch die Herkunft herstellen, also vom Aussehen her, soweit das möglich ist. Und man kann eben sehr sensible Dinge ableiten oder mit hoher Wahrscheinlichkeit ableiten, wenn man diese Technologie voll nutzt gegen Personen. Und das hat halt nichts mehr mit unserem Recht auf Anonymität in der Öffentlichkeit zu tun, also einfach das Recht darauf, in Ruhe gelassen zu werden und in ja, Ruhe, solange wir nicht verdächtig sind, hier unserem Leben nachgehen zu können, auch wenn es Dinge sind, mit denen man nicht öffentlich gesehen werden will, darf man nicht mit dem ständigen Überwachungsdruck konfrontiert werden, denn der führt ja dazu, dass wir unser Verhalten ändern. der Das führt wissen wir dazu, aus dass wir uns einfach so Untersuchungen, verhalten wie alle anderen, ja. genau, dass man unter ständiger Überwachung sich anders verhält, angepasster verhält, zurückhaltender verhält. Also das führt zu einer
toten Konsumgesellschaft, wo quasi immer weniger Leute sich noch trauen, auch für ihre Rechte einzutreten und auf die Straße zu gehen. Ja. Und genau davon lebt ja die Demokratie. Und deswegen ist eine solche Totalüberwachung das Gegenteil von Demokratie, mal ganz abgesehen davon, dass sie immer auch missbraucht wird, um gegen die Opposition vorzugehen von der Regierung, um gegen Minderheiten vorzugehen und um Menschen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Denn mit solcher Technologie muss man ja nur lang genug suchen zu einer Person und man findet auf jeden Fall was, mit der man die aus dem Weg räumen, einen Skandal produzieren oder die unter Druck setzen kann. Und im Zweifelsfall einfach öffentlich anschuldigen, dann findet man auf jeden Fall irgendwas, selbst wenn es nicht bewahrheitet wird am Ende. Ja, Das das ist eine ist, große Gefahr bei der Technologie. Und wir müssen ja, halt auch bedenken, selbst wenn wir der jetzigen Regierung vertrauen würden, und das kann in der EU schon längst nicht mehr gelten für viele Regierungen, die ja von rechten, autoritären Parteien, antidemokratischen Parteien getragen werden, zuletzt in Italien und länger schon in Ungarn, in Polen und so weiter. Selbst wenn wir unserer jetzigen Regierung vertrauen, kann die ja in Zukunft gewechselt werden. Und ja. bei uns könnte auch so ein Rechtsruck entstehen. Und wollen wir wirklich, dass eine solche Technologie in der Hand einer gefährlichen Partei ist, die sie gegen uns einsetzt? Die Infrastruktur ist dann schon da. Und das dann für andere Zwecke zu verwenden, das geht dann natürlich ganz schnell. Ja, und dann sieht man auch zum Beispiel jetzt bei dem Gesetz zu Hassrede war das, glaube ich, das jetzt zweckentfremdet wurde, um Urheberrechtsverletzungen zu finden, dass man da ganz, ganz schnell irgendwo dabei ist, wenn man zum Beispiel ein Meme teilt oder sowas und dann direkt eine Urheberrechtsverletzung am Haken hat. Das muss nicht unbedingt sein. So schnell werden Gesetze dann zweckentfremdet. Deswegen ist sinnvoll, dass wir da für ein Verbot von solchen Überwachungstechnologien, zumindest im öffentlichen Raum, was tun. Was genau kann man denn tun? Du hast gesagt, die Überwachung, ja, der Antrag steht auf der Kippe. Ähm, was genau, was genau ist jetzt die Möglichkeit, die wir noch haben? Jetzt gilt es, viele Abgeordnete zu überzeugen, die eben den Versprechen glauben, diese Technologie könnte jetzt hier große Gewinne zur Verbrechensbekämpfung da quasi erzielen, was gar nicht der Fall ist. Und das heißt, ganz konkret kann man natürlich seine Abgeordneten damit konfrontieren und nachfragen, zum Beispiel auf einer Plattform wie Abgeordnetenwatch. Mhm. Allerdings in Deutschland wird das Thema schon kritisch gesehen, das Thema Gesichtserkennung. Ja, selbst die CDU hat sich da nicht gegen ein Verbot positioniert. Das ist schon mal Das was. Problem ist halt eher in anderen europäischen Staaten, da ist eine ganz andere Diskussion jetzt als in Deutschland. Also wer kann und dann auch ausländische Abgeordnete anschreiben kann, eben auf Englisch, das wäre hilfreich. Ansonsten Aufmerksamkeit zu schaffen, öffentlichen Druck zu schaffen, dafür zu sorgen, dass das ein Thema wird. Ja? Allein über die Situation zu berichten, diesen Podcast, den wir jetzt aufnehmen, ist hilfreich. Wir haben ja auch, um darauf aufmerksam zu machen, Stimmt, euer Game. eine Ja, europäische Bürgerinitiative gestartet, die heißt Reclaim Your Face. Da gibt es auch ein sehr ja. cooles Video dazu von Alexander Lehmann, eine Videoanimation, die eben erklärt, warum wir biometrische Massenüberwachung verbieten wollen. Und wir haben auch ein Videospiel Ja, entwickeln lassen, um so ein bisschen spielerisch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und im Rahmen des Spiels dann auch ein paar News und die Entwicklung zu dem Thema dann zu erfahren. das ist super. Verlinke ich euch natürlich alles in der Beschreibung unten drin. Ähm, an der Stelle, ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir da öffentliche Awareness schaffen, nicht nur in Deutschland vor allem auch, sondern halt auch außerhalb von Deutschland. Und deswegen werde ich auch, sofern ich die Möglichkeit habe, hierzu dann englischsprachige Untertitel erstellen. Allerdings trotzdem natürlich an die Zuschauer, die das hier vielleicht sehen, wenn ihr Freunde habt, die nicht in Deutschland wohnen oder selber vielleicht gar nicht in Deutschland wohnt, dann ja, nutzt die Chance ganz gerne und schreibt da mal hin zu euren Abgeordneten. Jetzt ist die Frage, was steht denn da, also um das vielleicht noch so zu komplettieren, was steht denn noch bei diesen kritischen Technologien dabei? Damit wir da mal so den Bogen zu den anderen problematischen KI-Technologien uns angucken können. Ja, also eine Technologie, mit der ich mich beschäftigt habe, sehr viel, ist halt diese sogenannte Video-Lügendetektor-Technologie. Die Ja, wird nämlich nicht nur in China gegen Uiguren eingesetzt, sondern wird auch in der EU damit experimentiert,
Die ist jetzt auch Richtig. gar nicht, da ist auch gar kein Verbot jetzt geplant in diesem KI-Gesetz. Die EU hat selber Gelder in die Hand genommen, um das entwickeln zu lassen, und zwar zum Einsatz an unseren Grenzen. Das heißt, Personen, die in die EU einreisen wollen, Mhm. wäre hier die Idee, müssen Fragen beantworten am Bildschirm, Standardfragen. Und die KI soll dann in der Lage sein, abzuschätzen, ob die Person die Wahrheit sagt beim Beantworten der Fragen oder nicht, anhand von Mikroexpressionen, Zeichen im Gesicht. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Letzten Endes ist es so eine Art Lotterie oder auch Roulette-Entscheidung, ob man dann als Lügner eingestuft wird oder nicht. Zum Beispiel eine Journalistin hat, glaube ich, 16 Fragen beantwortet. Sie sagt alle wahrheitsgemäß, aber bei 4 Fragen hat das System behauptet, sie würde lügen. Und das ergibt ja schon eine Fehlerquote von 25%. Also irre hoch. Ähm, Kann man das System testen online? Bitte? Kann man das System selbst testen online? Ich würde das auch gerne mal ausprobieren. Ja, leider nicht. Schade. Es wurde damals so ein Pilotversuch von der EU finanziert mit Millionen Mitteln Okay. an einer Grenze, und da durften Journalisten da mal das testen und da durchlaufen. Man hat denen die Ergebnisse gar nicht gesagt, aber sie hat quasi Datenschutzrecht genutzt, um Auskunft einzufordern über ihre Daten. Allein, dass Und das auch die nötig ist, ist schon. gekriegt. Genau, ja. Und das ist natürlich erschreckend, wie ungenau das ist, denn diese Technik soll ja nach den Vorstellungen darüber entscheiden, wirst du dem Grenzbeamten bei der Einreise jetzt gemeldet und da intensivst befragt, festgehalten, durchsucht, oder auch vielleicht darfst du erst gar nicht einreisen, entscheiden sie, dass du erst gar nicht, weil das sollst du ja vor der Abreise schon dieses Interview machen und beantworten. Also das kann über die Reisefreiheit entscheiden und ob man in ein anderes Land einreisen darf. Und das ist eine Katastrophe. Und was ich deswegen gemacht habe, war anzufordern, die Unterlagen über dieses Forschungsprojekt zu 100% Okay. EU finanziert, wurde aber abgelehnt. Zum großen Teil kriege ich diese Unterlagen nicht. Nicht mal mehr einen Ethikbericht, den man angefertigt hat, nicht mal mehr einen Bericht über die Rechtmäßigkeit, Vereinbarkeit mit den Grundrechten. All das wird auch geheim gehalten, mit dem Argument, die Unternehmen, die an der Entwicklung beteiligt sind, haben ein Geschäftsinteresse daran, dass diese Informationen nicht bekannt werden. Ja, wenn die bekannt würden, könnte das irgendwie die Absatzmöglichkeiten einschränken. So ungefähr wird das Weil tatsächlich es so argumentiert. schlecht ist, dass man es danach nicht mehr benutzen möchte, wahrscheinlich. Vermutlich, vermutlich, ja. Und das ist wirklich skandalös, diese Argumentation. Und ich habe dann auch Klage dagegen eingereicht. In erster Instanz hat das Europäische Gericht entschieden, ich bekomme nur die Informationen, die sich allgemein mit der Lügendetektionstechnologie auseinandersetzen, also ein Teil des Ethikberichts, ein Teil der Rechtsgutachten, wo es allgemein um Technologien dieser Art geht. Ich bekomme aber nicht den Teil der Unterlagen, wo es um die konkrete Technik geht, die hier von der EU erprobt werden sollte. Ja? Also wie zuverlässig die ist, ob sie diskriminiert, ob das überhaupt untersucht wurde im Rahmen dieses Pilotversuchs. Das alles wird geheim gehalten, weil das Geschäftsgeheimnisse seien und weil das öffentliche Interesse an der Kenntnis dieser Unterlagen nicht schwerer wiegen würde. Und dagegen bin ich in Berufung gegangen. Das liegt jetzt dem Europäischen Gerichtshof vor, soll dieses Jahr noch entschieden werden, weil ich der Überzeugung bin, dass letzten Endes das einzige Mittel, um diesen dystopischen Technologien beizukommen, ist eigentlich volle Transparenz und Ja. offenzulegen, wie fehleranfällig, wie ungenau die sind, wie schlecht sie, unzuverlässig sie funktionieren. Ja. Oder wahrscheinlich in diesem Fall auch überhaupt erstmal, dass man gar nicht erst untersucht hat, die Zuverlässigkeit, dass man gar nicht untersucht hat, wirkt das diskriminierend. Es scheint nämlich, dass dieser Pilotversuch nur dazu gedient hat, um zu gucken, ist dieses schöne Webinterface, was die da programmiert haben, ist das für die Einreisebeamte gut zu benutzen? Das war wohl Gegenstand des Pilotversuchs, und man hat überhaupt nicht die Zuverlässigkeit der Technologie geprüft. Also Das auch ist dieses schon irgendwie Ergebnis ist ironisch. natürlich schon enthüllend. Ja? Ja. Und deswegen kämpfe ich gegen diese Technologie, aber auch dagegen, dass die EU tatsächlich wiederholt auch Forschung im Bereich Massenüberwachung finanziert hat. Ja. Nicht nur in diesem Bereich I-Border Control heißt das, also Intelligent Border Control, intelligente Grenzkontrolle, Mhm. sondern eben auch im Fall, da ging es um ein Projekt zur Überwachung des Internets, da gibt es Projekte zur
automatisierten Kontrolle des öffentlichen Raums. Und wenn man sich das anguckt, was da in den letzten Jahren erforscht wurde, ist es eine erschreckende Anzahl von Fällen, wo Förderung betrieben wurde von der EU, von Technologien, die gegen uns gerichtet sind, gegen unsere Grundrechte, Und auf sogar eigentlich nicht Überwachung mehr mit gerichtet sind, EU-Recht vereinbar sind, oder? deren Nutzung illegal wäre, ganz klar. Auch Ja. dieser Lügendetektor wäre illegal. Also das heißt, man müsste zumindest ein Gesetz schaffen, um das zu ermöglichen. Und das ist aber gar keine Vorbedingung für die Forschung. Man darf tatsächlich illegale Technologien erforschen lassen. Das Argument ist, ja, wir forschen ja nur und entschieden darüber wird später. Aber Fakt ist, wenn man die Technologie einmal entwickelt hat, zum einen schafft das einen Druck dafür auf die Entscheider, das dann auch zuzulassen, weil es ja so toll ist. Und zum anderen, selbst wenn die nur verkauft wird nach China, nach Saudi-Arabien, nach Russland, ist ja der Schaden schon entstanden. Ja, Ja. allein schon, dass China diese Lügendetektor-Technologie einsetzt gegen Uiguren, ist ja eine massive Menschenrechtsverletzung. Ja, und das heißt, wir haben im Endeffekt an Menschenrechtsverletzungen geforscht mit EU-Geldern, die wir eigentlich gar nicht da reinpumpen wollten. Korrekt. Das ist schon bedenklich, sag ich mal. Erschreckend, ja. Ja, wirklich erschreckend. Also ich bin grundsätzlich der Meinung, dass solche Software sowieso Open Source sein sollte, dass jeder dann auch mal gucken kann und das Ganze bei sich ausprobieren kann, wie gut das funktioniert oder wie schlecht das eben funktioniert. Vielleicht ein bisschen off-topic, aber ist da irgendwas geplant, dass das in Zukunft immer Open Source sein soll? Konnten wir leider nicht durchsetzen in diesem Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Man muss natürlich sagen, dieses Gesetz gilt sowohl für öffentliche Stellen als auch für private Stellen, die Ja, diese Algorithmen einsetzen. Und wenn es um das Thema Transparenz geht, ist natürlich vor allem bei öffentlichen Stellen könnte man fordern, dass man sagt, wenn sowas eingesetzt wird, solche Algorithmen, die automatisierte Entscheidungen treffen oder auch nur vorschlagen, ja, auch wenn sie nur einen Entscheidungsvorschlag machen, wird der halt oft übernommen dann, dass die wirklich transparent sein müssen. Es gibt ja verschiedene Arten von dieser vermeintlichen künstlichen Intelligenz, von diesem maschinellen Lernen. Ähm, Eine Art funktioniert so, dass anhand eines Algorithmus bestimmte Kriterien und Parameter ermittelt werden, die dann eingesetzt werden, um eine Wahrscheinlichkeitsprognose abzugeben. Dann ja, kann man genau sagen, wir machen diese Prognose anhand dieser Faktoren und die spielen die und die Rolle, die sind so und so gewichtet. Ja? Dann kann man das nachvollziehen. Aber es gibt halt auch viele Algorithmen, die so funktionieren als sozusagen selbstlernende Systeme. Das heißt, die Systeme sollen selber sich überhaupt erstmal Kriterien ermitteln, anhand derer sie Situation A von Situation B unterscheiden können. Und ja. das führt dann dazu, dass, wie das bei diesem Videolügendetektor war, dass der Entwickler selbst sagte, er weiß nicht, wie das System funktioniert. Ja. Er geht nur davon aus, dass es Kriterien gibt, wo du die Personen, die lügen, von denen, die die Wahrheit sagen, unterscheiden kannst. Aber Cool. anhand welcher Merkmale das jetzt konkret unterschieden wird, so und so, das wusste er selbst nicht, weil das quasi alles in dem In dieser System, in Blackbox den passiert. Lerndaten irgendwie drinsteckt. Ja, Und das ist aus meiner Sicht auch eine Blackbox, die, die von öffentlichen Behörden nie eingesetzt werden darf, weil man ja bei so einer Technologie auch nie nachvollziehen kann, nach welchen Kriterien entschieden wurde. ja, Übrigens, wir haben ein erstes Gerichtsurteil dazu, und zwar ging es da um die Flugreisedaten. Der Europäische Gerichtshof hat ja gesagt, verdachtslos Flugreisedaten von allen Bürgern zu speichern. Auf Flügen innerhalb der EU geht das gar nicht. Auf Flügen nach außerhalb der EU kann es für einen gewissen Zeitraum gerechtfertigt sein, aber es ist nicht zulässig, mit Algorithmen daraus eine Risikobewertung zu erstellen und irgendwie nach bestimmten Mustern zu fischen, weil er sagt, da geht es ja nicht mehr um einen Verdacht, sondern da geht es darum, dass jemand irgendwie genauso gereist ist wie vor ihm vielleicht mal ein Straftäter. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass er ein Straftäter ist. ja. Ja, also diese Mustersuche, die wurde bei Fluggastdaten jedenfalls schon mal verboten, und das ist sehr wichtig, weil Immerhin, ja. man da in Schubladen gesteckt wird, in die man gar nicht reingehört. Ist einfach nur Statistik im Endeffekt. Also im Endeffekt versucht man dann mit Statistik was zu finden. Ah, das könnte ein verdächtiges Muster sein, auch wenn es einfach nur Zufall ist. Komplett richtig. Diese sogenannte künstliche Intelligenz ist tatsächlich oftmals eben letzten Endes dumme Statistik Ja, und Wahrscheinlichkeitsrechnungen, die
völlig fehleranfällig ist. Gerade in den Situationen, wo sie halt auf sehr viele Personen angewendet wird, ist dann die Fehlerquote riesig. Ja, also natürlich kann es sinnvoll sein, es zu benutzen, gerade wenn wir irgendwie von LLMs oder sowas sprechen, weil da die Statistik einfach sagt, was ist so sinnvollerweise der Text, den ich jetzt generieren sollte. Aber wenn wir jetzt uns angucken, dass man Verhalten von Menschen statistisch analysiert, dann wären wahrscheinlich alle, die nicht Norm sind, das ist ja im Endeffekt auch wieder genau das, du bist nicht Norm von deinem Flugverhalten, also wirst du als potenzieller Straftäter markiert. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich, weil es uns einfach dann auch einschränkt und vielleicht uns dann indirekt vorgibt, wo wir hin können, in Urlaub oder auch einfach nicht oder beruflich. Genau richtig, das sehe ich auch so. Also man muss natürlich sagen, dieses maschinelle Lernen hat ein Riesenpotenzial und ist so wichtig, zum Beispiel im Gesundheitssektor oder auch Ja, Kunstsektor oder auch wenn ich jetzt dieses Chat-GPT sehe, habe ich auch schon ausprobiert. Es ist natürlich toll und faszinierend, was für Möglichkeiten das eröffnet. Das wird auch unsere Gesellschaft verändern, da bin ich mir ganz sicher und hat ganz viele Chancen auch. Deswegen kann man das nicht alles über einen Kamm scheren. Aber wir müssen halt aufpassen, dass die Technik ethisch vertretbar ja, eingesetzt wird und für den Menschen und nicht gegen ihn gerichtet ja, wird, sozusagen als Waffe gegen die eigene Bevölkerung vom Staat eingesetzt wird. Und auf jeden deswegen Fall. finde ich, haben wir eine andere Diskussion, wenn es darum geht, dass der Staat sowas einsetzt. Es gab ja auch Fälle, wo in anderen europäischen Ländern, wo zum Beispiel Sozialhilfe Anträge daraufhin überprüft Ja, werden sollten von Algorithmen, ob jemand betrügerisch handelt oder nicht. Und wo dann halt auch die massiv fehleranfällig waren, diese Algorithmen nach intransparenten Kriterien entschieden haben. Ähm, Auch in diesem Bereich Videolügendetektor hat ja der Entwickler dieses Systems eben nicht nur angedacht, das an Grenzen einzusetzen, sondern auch zum Beispiel Banken könnten das einsetzen, wenn ich einen Kredit beantrage. ja, Ja, das haben also sie man kann tatsächlich, glaube ich, sich schon teilweise. Genau, man kann sich viele Anwendungsfälle denken, Ja, wo man dann von solcher Technologie durchleuchtet wird und dann heißt es vielleicht wie in berühmten Videos, Computer says no, also der Computer sagt einfach nein und ja, dann ist das erstmal so. Klar könnte ein Mensch anders entscheiden, aber welcher Angestellter, welcher Bankangestellter, welcher Grenzbeamte würde das vertreten, dass wenn das System eine Warnung ausgibt, dass er auf eigene Kappe das trotzdem macht und dann geht was schief, ja, das wird ja keiner machen. und dann wird es Und gefährlich. deswegen hilft es mir nichts, dass man sagt, die Entscheidung des Computers ist nicht verbindlich, sondern davon geht so eine Ankerwirkung, so eine psychologische Wirkung aus, dass das massiv die Entscheidung des Entscheiders dann beeinflusst. Ja. Eine letzte Frage für das Thema habe ich noch, wenn du noch Zeit hast. Wie sieht es Klar. mit autonomen Waffensystemen aus? Sind die da auch drin? Weil ich weiß zum Beispiel, dass die USA da ordentlich dran forschen. Habe ich gerade erst heute einen Bericht dazu gelesen. Wie sieht es da in der EU aus? Man hat leider diesen militärischen Bereich da ausgenommen, ja. Also der ist jetzt nicht Gegenstand von dieser Regulierung, sondern da geht es eher um das Waffengenehmigungs- und Exportregime, das allgemeine, und auch um Verträge, die den Einsatz bestimmter Waffensysteme verbieten sollten, internationale Verträge. Man muss ja ehrlich sagen, dass der Einsatz in der EU, ich weiß nicht, ob das das Hauptproblem ist, sondern eher wäre zu befürchten, dass China oder die USA oder so solche Staaten solche Waffen entwickeln und dass es da reguliert werden sollte. Aber du hast natürlich recht, wir sollten mit gutem Beispiel vorangehen. Aber da hat man gesagt, bei diesem KI-Gesetz geht es um Waffensysteme an der Stelle erstmal nicht. Hm. Warum eigentlich, versteht man nicht, denn ähm, diese Anforderung zum Beispiel an Hochrisikotechnologie, ja, an Genauigkeit, an die Erstellung solcher Systeme, die würden auch dann Sinn machen, wenn man solche Waffen einsetzen wollte. Wobei ich sagen muss, autonome Waffensysteme sind komplett unethisch und gehören einfach schlicht und einfach verboten. Und auch das Europäische Parlament hat sich in anderen Entscheidungen und Beschlüssen auch schon ganz klar für ein Verbot solcher autonomer Waffensysteme Okay. eingesetzt. Aber natürlich wird das dann wieder aufgeweicht, weil es dann heißt, ein Mensch muss das steuern. Ja, wenn dann der Drohnenpilot dann irgendwo in Rammstein sitzt, dann soll es was anderes sein. Hm. Also das ist nochmal ein anderes, aber auch total entscheidendes Thema auf jeden Fall. Ja. Aber dann sprechen wir da nochmal drüber, wenn es soweit ist, falls es da irgendwelche Neuerungen gibt.
Ich danke dir für deine Zeit und für die ganzen Informationen, die du uns hier gelassen hast. Und ja, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Auf jeden Fall euch bei eurem Abgeordneten melden, beziehungsweise andere Menschen darüber in Kenntnis setzen. Vielen Dank an dich an der Stelle. Und ja, viel Glück bei bei dem Act, dass da alles soweit gut läuft. Dankeschön, wir tun, was wir können und danke auch für deine Berichterstattung und für die Hilfe von allen, die sich hier engagieren. Wir Genau. kriegen gerade über eine Kampagne von Amnesty ganz viele Mails rein zum Thema Gesichtserkennung schon und da könnte durchaus noch mehr passieren. Super. Vielen Dank.